Hallo, da sind wir wieder. Piranha Bytes Becken TV. Jenny und Björn. Sind ja nur zwei Piranhas, ne? Ja, es sind nur zwei, ne? Aber wir machen das Spiel ja nicht alleine, ja? Sondern da gibt es ja noch eine ganze Menge mehr Leute. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Wer sind wir eigentlich und wie viele Leute arbeiten in welchem Bereich? Ja? Weil alleine machen kannst du das ja nicht. Das ist ziemlich offensichtlich, warum nicht. Ja? Es gibt so Kernteam, ne? Und irgendwie, ja, Indianer und Häuptlinge und Bereichsleiter und Zeugs und so weiter. Und wir wollen mal so ein bisschen gucken, wo wir da stehen, wer wir sind und was wir da machen. Ja, wie viele Leute arbeiten an was? Fangen wir mal an mit dem Administrationsbereich. Das heißt, Thema Administration. Was bedeutet das, Administration? Das bedeutet Vertragsverhandlungen, das bedeutet Steuerabgaben, das bedeutet, wie viel Kohle nehmen wir ein und wie viel geht ans Team und wer macht und dies und das. Ja? Das heißt sozusagen der ganze Krempel-Business. Ja? Das sind bei uns zwei Leute. Das ist der Michael Rüwe, das ist unser Geschäftsführer. Der kümmert sich darum, dass wir alle irgendwie Happa im Kühlschrank haben am Ende des Monats. Und hat auch immer ein Auge drauf, dass die Kaffeemaschine aus ist, ja, wenn sie nicht gerade läuft, damit wir die Stromkosten drücken können und so. Ja gut, Spaß beiseite. Also er kümmert sich halt darum, dass die Kohle zusammenbleibt. So, ja. Und ich bin auch Teil der ganzen Geschichte. Das heißt, wir arbeiten bei vielen Sachen zusammen, was das angeht. Das heißt, gerade was auch so Vertragsgeschichten angeht, das heißt Verhandlungen mit dem Publisher, so, ne? Das heißt, also, wie viel brauchen wir jetzt und was genau ist sinnvoll, welche Ausgaben sind sinnvoll und solche Sachen, die besprechen wir dann. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Projekte neu vorzustellen bei unseren Partnern, jetzt aktuell THQ Nordic. Das gehört alles irgendwie mit dazu, so zu dieser Business-Administrationsgeschichte. Pitchen nennen wir das. Pitchen, hab ich nicht Pitchen gesagt? Pitchen? Du hast es so schön formuliert, du hast gesagt... Vortouren? Nee, das hast du auch nicht gesagt. Du hast gesagt, Projekte vorzustellen. Ah, ja, was genau. auch völlig korrekt ist. Ja. Wir sagen dazu intern immer pitchen. Machst auch immer so entsprechende Dokumente dafür. Genau, ne? Wäre auch eine abendfüllende Aufgabe, darüber zu referieren. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, ne? Wie wir das so sehen, was sinnvoll ist und was nicht. Schauen wir mal. Als nächster Bereich wäre zu nennen, sehr wichtiger Bereich, ist der Programmierbereich. Ne? Wir Spieleentwickler werden ja meistens irgendwie so empfunden als, das sind die Programmierer von dem Spiel. Aber so ist das eigentlich nicht. Ne? Ja, und der Programmierer ist das sind eigentlich die Leute, die bei uns hier bei Piranha Bytes, kann ich glaube ich sogar sagen, die am ehesten gelernt haben, was sie machen. Zumindest vorher schon gelernt haben. Heißt nicht, dass sie das studiert haben müssen, sondern dass sie es halt selber praktiziert haben schon viele, viele Jahre. Genau, denn Programmierung ist ein sehr spezieller Bereich, dicht zusammenhängt mit der Engine, die man benutzt. Wir benutzen hier unsere eigene Engine, das schon seit Ewigkeiten, weil sich das für die Art Spiele, die wir machen, einfach etabliert hat und Sinn macht. Und es gibt verschiedene Programmierer, auch da natürlich den Programmierbereichsleiter, unseren Philipp, der Lead-Programmer, so nennt man das. der Lead-Programmer, der auch am meisten Know-how hat, was unsere Engine angeht, der ist da ziemlich fit und der kümmert sich auch um Sachen wie die nächste Iterationsstufe, wie macht man die Engine jetzt eigentlich geiler, denn wir bleiben ja auch nicht stehen, sondern wenn wir das nächste Spiel rausbringen, da gibt es wieder neue Sachen auf dem Markt, die dann in die Engine integriert werden müssen. Also das heißt, die Engine entwickelt sich permanent weiter und der macht so Sachen wie Shader und Gedöns. Und daneben gibt es natürlich auch noch Programmierer, die auf verschiedene Bereiche spezialisiert sind. Es gibt Programmierer, die kümmern sich darum, dass unser Spiel nicht nur auf dem PC läuft, sondern auch auf den aktuellen Konsolen. Es gibt Programmierer, die kümmern sich darum, dass es eine GUI im Spiel gibt, die ja nicht von alleine entsteht, ne, GUI-Programmierer. Es gibt Programmierer, die kümmern sich darum, dass es einen Kampf gibt, der dann ins Spiel wandert. Es gibt Programmierer, die kümmern sich um das Ganze außenrum, ja, zum Beispiel, dass sowas wie Achievements auch funktionieren oder irgendwelche anderen Bereiche, Wetter, Gedöns,
jede Menge Stuff und das muss alles irgendwo im Code verankert sein, damit man das im Spiel auch wiederfindet. Und das machen unsere Programmierer. Das sind im Grunde genommen die Techniker. Ja? Also Scotty im Maschinenraum, könnte man sagen. Ja? Ja. Wie viele Leute sind da drin in dem Bereich? Philipp selber. Dann haben wir den Daniel, dann haben wir den Kurt, den Mario. Früher war noch der André dabei, der leider gestorben ist. Dann haben wir da den Marc und den Roman. Also sind das jetzt... Und Maki. Maki, genau. Das sind 8 Leute ungefähr. Ne? 8, 9, manchmal einer mehr, einer weniger. Irgendwie sowas in der Art. So, die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Und da wird auch der Port gemacht. Ne? Das heißt also, Programmierer sind dafür maßgeblich verantwortlich, federführend, dass ein Port gemacht wird. Das heißt, dass das Spiel nicht nur auf dem PC erscheint, wo wir alle drauf entwickeln im Grunde genommen, ja, als primäre Plattform. Und wir haben ja Elex beispielsweise oder auch Risen 3 damals auf der PlayStation 4 rausgebracht und neuerdings auch auf der Xbox One. Früher hatten wir noch ein anderes Modell, da haben wir das extern machen lassen, also so Outsourcing-mäßig irgendwie so, aber das hat sich gezeigt, dass es in-house besser aufgehoben ist. Die Wege sind kürzer und gerade diese ganzen technischen Sachen, da muss man sehr schnell drauf reagieren und so weiter. Also, ja. Das ist so der Programmierbereich. Was haben wir denn noch für Bereiche? Also die Techniker hatten wir jetzt, ne? Und jetzt kommen die Künstler, der eigentlich den Löwenanteil von so einem Softwareentwickler, sage ich nicht, sondern Game-Entwickler, Developer ist, ja. Das heißt, die Leute, die irgendwie kreativ unterwegs sind im Wesentlichen. Das soll nicht heißen, dass Programmierer nicht kreativ sind. Die können super kreativ sein, ja. Manchmal auch ungewollt kreativ, ja. Aber das ist immer so diese. Aber im Grunde im Wesentlichen sind die Mathematiker, Techniker, kümmern sich um Algorithmen, um Sachen, dass sie wirklich cool funktionieren. So. Nehmen wir mal den Levelbereich, das heißt die Welt gebaut, wie sie gebaut wird. Ja? Da haben wir da den Viktor als Bereichsleiter und der Viktor hat da mehrere Jungs, die ihm die Objekte bauen. Tische, Stühle, Gebäude, Bäume, Vegetation wie Gras und so. Das ist also alles das, wo man sich drin bewegt, was kein Lebewesen ist in der Welt. So, ja? Items auch, das heißt also diese ganzen Dinger, die man in der Welt anfassen, mitnehmen, ins Inventar stecken kann. Das ist alles so Levelbereich, das heißt die ganzen Modeler, da sitzen 3D-Artists rum, die Sachen für uns bauen, die sie vernünftig texturieren, in Form bringen, toll aussehen lassen. Ja, und sie ist auch immer komplizierter geworden. Ne? Der alte Spruch von mir, damals hatte man ein Gitter gestellt, Tapete drauf, hatte man ein Objekt. Heute geht das nicht mehr. Heute muss man sehr viel mehr Technik anwenden, sehr viel Shader, Materialien etc. Das ist alles sehr viel komplizierter geworden. Metall soll glänzen wie Metall, soll sich anhören wie Metall, Zeugs und so weiter. Gut, okay. Hatte man früher auch, aber in einer sehr abgespeckten Form. Ich sag nur Navigationszone. Navigationszone. Das ist so mein Horrorbeispiel. Ja, gut. Also Eine Neuerung, die ich so empfunden habe, was den Level angeht. Ja gut, Navigationszonen sind ja ein Zusammenspiel von Programmierung, Level, Storybereich, AI, Zeugs halt. Ne? Weil Navigationszonen ist folgendes. Das sind die Bereiche, wo Charaktere sich freiwillig bewegen. Und wo er genau weiß, okay, wenn ich jetzt von A nach B gehe, dann renne ich jetzt nicht das Fass um und bleib da irgendwie hängen oder so. Was natürlich auch zuweilen vorkommt, wenn so ein Navigationssystem halt mal versagt, das kann mal sein. Aber Navigationszonen wurden im Laufe der Entwicklung in der Engine mittlerweile automatisiert. Früher haben wir den Storybereich die per Hand gesetzt. So. Das war eine meiner ersten Aufgaben, Navigationszonen zu setzen. Da setzt du also eine Zone mit so Pöppeln, die du miteinander verbindest, wie einen Zaun. Und darin kann sich deine Figur bewegen. Und wenn du willst, dass sie von hier nach da läuft, dann verbindest du die mit Stegen. Und dann macht irgendjemand einen Felsen dahin. Zum Beispiel irgendeiner aus dem Levelbereich. Und dann funktioniert nichts mehr. Und dann muss man die nochmal neu setzen. Das funktionierte mäßig, denn man musste das ganze Projekt über immer wieder gerade rücken. Aktuell halten im Grunde genommen. So, Genau. Das haben wir jetzt automatisiert, dass wir da ein bisschen freier aufspielen können und unsere Welten immer größer geworden sind mit der Zeit. Das ging nur aufgrund der Tatsache, dass es nicht mehr, dass es halt ein bisschen moderner ist jetzt. Yay! Yay! Funktioniert automatisch. Läuft. So, da sind wir ja schon beim Design- und Story-Bereich. Ja? Weil
Da sind sehr viele Designer hier, ja, Game Designer und Story Designer, die sind in vielen Fällen dieselbe Person. Also meine Wenigkeit, du machst da mit, der Amadeus macht da mit, der Harry macht da mit, der Hoshi, ja, Stefan Kalveram ist dabei, der kümmert sich um Tuning und Sachen in der GUI, Organisation der Blips, wie das aufgeteilt ist und so weiter. Und das Skillsystem, Crafting und so ein Zeug. Ja? Also solche speziellen Sachen. Kampfsystem hatte da auch so ein bisschen seine Finger mit drin. Und aber das Design oder Game Design verteilt sich auch im Programmierbereich und im Levelbereich so ein bisschen auf mehrere Leute. Das kann man nicht nur sagen, so die machen Game Design und alle anderen sind nur ausführende Leute, die das, was sich die Game Designer ausgedacht haben, irgendwie umsetzen. Ja? Weil das hat sich gezeigt, dass wenn man die Sachen strikt voneinander trennt, dann ist das schwierig umzusetzen, die meisten Sachen. Man muss schon immer irgendwie ein Tech-Team bilden und dann muss der Programmierer oder der Level-Designer oder wie auch immer auch ein bisschen mit seinem eigenen Beitrag und seinen eigenen Senf dazugeben, wie er gerne hätte, dass das Spiel funktioniert. Ja? Beispiel Jetpack. Ja? Wir haben einen Jetpack-Prototypen gehabt bei Elex und die Level-Designer müssen sich jetzt mal angucken, ja gut, das ist ja toll, dass man jetzt so weit fliegen kann, aber wir müssen jetzt die Welt dazu bauen. Ja, also muss das auch irgendwie alles funktionieren. Die muss ja auch irgendwie vertikal sein, die Welt und so weiter. Und dann haben die diesen Prototypen, diesen Jetpack-Flug so sehr früh bekommen und haben dann darauf reagiert, dass sie dann entsprechend die Welt gebaut haben. Dass man auch Vorsprünge hat, wo man hoch und so weiter. Dass man nicht nur eine flache Welt baut, dann brauchst du kein Jetpack. Solche Dinge. Das heißt, es muss irgendwie Hand in Hand laufen, das Game Design. Ähnlich läuft das in der Story auch. Ne? Wir legen sehr häufig, oder wir legen einfach grundsätzlich Dinge vor, die in der Story vorkommen sollen, sowohl in der Hauptstory als auch in den Nebenmissionen. Welche Orte brauchen wir denn überhaupt? Ja, der Levelbereich baut ja nicht ins Das Weltdesign im Grunde genommen. Ja? Genau. Leveldesign ist halt das konkrete Umsetzen, wie die Dinge nachher alle arrangiert sind und wie die Welt sich bespielt. Und das Weltdesign, das wird im Storybereich gemacht. Also da setze ich mich hin, mal eine Karte auf und okay, hier ist eine Stadt, da ist irgendwie ein Dungeon, hier soll ein Fluss lang und dann soll der Weg des Spielers da lang laufen, hier ist der Kapitel 1 Bereich und so weiter. Also diese Dinge, die müssen wir im Design festlegen und der Levelbereich, der hat dann freie Hand, dann tatsächlich die Welt tatsächlich zu bauen, wie sie dann nachher aussieht. Ja, nächster Bereich ist der Figurenbereich, ja. Das heißt also, alles, was lebt und sich bewegt in der Welt, muss ja irgendwie auch gebaut werden. Typen, die da rumlaufen, Monster, die da rumlaufen, irgendwelche Tiere, Ambienttiere und so weiter. Das heißt, wie die aussehen, wie die sich bewegen, was die für eine Anatomie haben und so weiter. Im Game Design Bereich werden die Sachen, also wir Story, Game Design oder so, wir legen fest, welche Monster wir brauchen. Ja? Gehen dann los und suchen Referenzen aus dem Netz oder sowas, ja, und geben dann so das, die sollen so und so heißen, geben die dann in den Figurenbereich. So. Da sitzen dann Concept Artists, die die Dinger dann zeichnen, wie sie die Dinger interpretieren würden. Dann gibt es halt auch so einen Dialog, ob die cool sind oder nicht. Die Art Direction wird dort gemacht. Da sind der Alex, der und der Elias sitzen da momentan dran, ne, weil wir am Anfang des nächsten Projektes sind jetzt mal 2 Leute. Später sind das dann mehr, weil halt irgendwann ist klar, dann ist die Pre-Production abgefrühstückt, dann wissen wir, okay, die Dinge sollen so und so aussehen und dann kommt halt der ganze Schwall von Arbeit. Wir sind noch nicht durchgegangen beim Levelbereich, wie viele Leute das sind. Richtig. Ja, also, fangen wir an. Viktor ist der Bereichsleiter im Levelbereich. Dann haben wir den Timo, dann haben wir den Robert, dann haben wir den Marvin. Andreas, früher hatten wir noch den Paul, ne? Dann hatten wir noch einen Marco, dann hatten wir noch einen Per. Aber jetzt haben wir einen Markus. Genau, Markus. So. Also ungefähr Größenordnung 5 bis 6 Leute sind das, die das je nach Phase des Projekts. Genau, momentan, also tut uns leid, wenn wir einen vergessen haben, bestimmt, ja. Ganz weit in der Vergangenheit waren es auch ganz andere Leute, aber jetzt so aktuell so sieht die Konstellation so aus. So. Okay, und Figurenbereich hatten wir gerade, Designbereich hatte ich auch gesagt, wie viele wir da sind. Ja, kommen wir zur Animation. Das ist ein anderer Bereich, Animationsbereich.
Na, da ist dann der André Hotz und der Sam. Ja? Genau. Und ja gut, Art Direction und Koordination und so weiter. Auch der Alex, der hat da auch sehr viel mit zu tun, gerade was auch so Face-Sachen angeht und so, dass er die Gesichter dafür erstellt und dann halt eng mit denen zusammenarbeiten muss. Also sind also 3 Leute. Da spielt eine ganze Menge dann auch mit rein. Nämlich auch das Outsourcing und so weiter. Auch beim Levelbereich Outsourcing. Da können wir auch mal gesondert mal eine Sendung zu machen. Genau, Ja? dazu gab es nämlich auch eine Community-Frage. Wie erstellt ihr eigentlich Assets, war die Frage. Und, Also wie viel Outsourcing steckt in unserem Spiel und Genau. was ist da genau gemacht? Ne? Wir sagen immer so schön, bei uns wird sehr vieles per Hand gemacht, insbesondere was den Level angeht. Und wie das genau aussieht, das erzählen wir dann. Genau. Ja, ein weiterer Bereich ist Sound und Musik. Die Aufgabe, die erfülle ich momentan hier in dem Team. Früher war es Kai Rosenkranz, danach war es der Bastian Seelbach, danach war es der Stefan Randelshofer. Jetzt ist meine Wenigkeit da am Drücker. Ja, das ist ein Bereich, der wird gefordert in einem bestimmten Bereich der Produktion bei uns. Ja? Und man kann das auch, sag ich mal, so einen Job irgendwie über die komplette Projektzeit irgendwie interpretieren, aber meistens ist es sehr viel kürzer. Also im Bereich von einem Jahr oder so, dann ist man gefordert, das, was da ist, dann vertont zu werden. Ja? Und da muss man erstmal wissen, was da ist. Und in der Zeit braucht man keinen Soundmenschen. Ja, dann gibt es noch den großen Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Da ist zu tun Messe, Auftritte, Community, Betreuung, Social Media Betreuung, Sowas hier. Sowas hier, ne? Dann auch die Geschichte mit den Business Area bei einer Gamescom oder sowas, ja, Präsentationen von dem Spiel für die Presse, Pressetermine überhaupt, ja, Leute, die gerne eine Studiotour hier machen wollen und so ein Zeug. Und wer ist das? Da ist einmal der Chris, ne, für Social Media. Der kümmert sich um Facebook, Twitter und sämtliche anderen Sachen, die damit zusammenhängen. Dann gibt es dann den Bereich Community, Foren und so weiter. Da bist du, ja, der Ansprechpartner, der Fragen beantwortet und sich kümmert. Dann gibt es den Bereich Messe und so, Öffentlichkeitsarbeit vor Kameras und so weiter. Da sind ich, du, Amadeus und Harry diejenigen, die am häufigsten da arbeiten an der Stelle. Wenn so eine Home-Story ist oder sowas, ja, die kommt dann natürlich, da kommt jeder mal dran, der Bock hat. Weil es gibt ja auch Leute, die haben keine Lust vor der Kamera zu sitzen. Ne? Also die wollen lieber in der Garage bleiben und als Entwickler irgendwie so unterm Radar fliegen. Ne? Und haben nicht so eine Lust, sich irgendwie zu präsentieren vor der Kamera. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? War übrigens eine von den Fanfragen. Ne? Hast du denn noch eine? Ich habe noch welche, ja. Ja? Ja. Also kommen wir mal zu diesem Community-Sektor, weil im Grunde genommen war es das jetzt, das sind wir alle. Ja. Kann ich vielleicht mal abschließend sagen, habe ich noch, oh gut, ja, wir haben schon 20 Minuten. Oh. Abschließend kann ich sagen, dass wir immer sagen, wir sind 27 Leute. Wer jetzt irgendwie durchgezählt hat, es wurden mehrere Leute öfter mal genannt, da kommt man vielleicht auf eine höhere Zahl. Es ist halt so, dass mehrere Leute auch mehrere Jobs hier übernehmen. Das ist, ne? Und bestimmt habe ich auch noch was vergessen, auch noch Bereiche irgendwie, wo auch noch massiv Arbeit reingesteckt wird. Ne? Den Qui zum Beispiel habe ich vergessen, der gehört auch noch mit zum Figurenbereich, der sich der so Technical Artist ist, der sich um Outsourcing, Betreuung und um so Sachen wie Apex, Lappen, ne? und Materialien, Haare und so ein Zeug. Ne? Den hätte ich jetzt fast unterschlagen, um Gottes Willen. Aber gut, jetzt kommen wir mal zur Community. Kommen nämlich noch 2 Fragen mit rein und Ja. die nächsten nehmen wir dann beim nächsten Mal. Ja. Ja, kann man sich bei uns bewerben? Ja, man kann sich jederzeit bewerben. Manchmal suchen wir konkret etwas, also jemanden, und dann schreiben wir das aus. Aber wir sind auch jederzeit da, um Initiativbewerbungen entgegenzunehmen. Da gibt es eine Webadresse, einmal piranhabytes.de ist das, www.piranhabytes.de. Da gibt es eine Rubrik, da ist die E-Mail-Adresse angegeben, die ist info.
Ja, genau. .spamblog@piranhabytes.de. Allerdings muss man dazu sagen, dass sich sehr viel, also es lohnt sich in der Regel nicht, uns irgendwie eine Mappe zuzuschicken oder sowas, weil wir nicht die ganzen Mappen hier ständig zurückschicken können. Also wenn, dann ist E-Mail eine ganz gute Idee, da kann man Glück haben, aber auch da ist es so, wenn wir jetzt vollgespammt werden mit irgendwelchen Leuten, die hier irgendwelche Jobs haben wollen, was ja häufig der Fall ist, dann haben wir nicht jemanden, der den Job hat, ständig diese E-Mails zu beantworten, und wir bitten dafür Verständnis. Wenn wir extra ausschreiben auf unserer Internetseite www.piranha-bytes.de, dann steht das da, und wenn wir suchen, dann antworten wir natürlich auch konkret auf diese Bewerbungen, die dann da eingehen für den Job, der da ausgeschrieben ist. Mit Praktika ist es immer so eine Sache. Wir haben immer mal wieder Studienpraktikanten. Es macht Sinn, dass wir Praktikanten hier haben, die auch ein halbes Jahr dann hier mitarbeiten können, denn unter einem halben Jahr ist es in der Regel so, dass wenig Zeit dafür ist, dass jemand tatsächlich ins Projekt kommt. Das heißt, man kann hier rumlaufen und irgendwie sich das angucken, aber wenn man tatsächlich irgendwie einen Beitrag leisten möchte, sind 6 Monate einfach eine gute Zeit. Deswegen haben wir uns vor allen Dingen darauf, mir fehlt das Wort, wir nehmen auf jeden Fall dann gerne Studienpraktikanten. Und eingegroovt. Genau, richtig. Und in der Regel keine Schülerpraktikanten zum Beispiel, weil das sehr schwierig ist, im Projekt, das noch nicht in die Öffentlichkeit gegangen ist, jemanden hier rumspringen zu haben, der dann natürlich auch nichts darüber erzählen darf. Und 3 Wochen sind wirklich sehr kurz. Ja, und Frage Nummer 2, was nehme ich denn jetzt mal? Genau, macht ihr denn jetzt auch mal eine Studiotour? Wir hatten in der Vergangenheit mehrere Studiotouren, die natürlich jetzt nicht mehr ganz so aktuell sind, das ist klar, denn wir sind ja jetzt schon wieder ein bisschen weiter. Findet man auch, wenn man ein bisschen stöbert, auf unserer YouTube-Seite. Und wir haben natürlich auch vor, in Zukunft wieder sowas zu machen. Das bedarf allerdings mehr Vorbereitung und ist nicht mal ebenso gemacht. Darum, sobald es so etwas gibt, machen wir euch auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich auch darauf aufmerksam. Kommen wir zum Abschluss. Ich habe 2 Sachen, die mir noch eingefallen sind, die ich vergessen habe. Einmal den IT-Bereich. Ja, unser Geschäftsführer ist auch gleichzeitig unser Strippenzieher, würde ich mal sagen, der die Rechner aufsetzt und der dafür sorgt, dass unser Netzwerk funktioniert. Also der macht das auch noch zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben. Und unser Chris, der Raz, sitzt hier hinter der Kamera und kümmert sich darum, dass hier der Ton vernünftig funktioniert und das Video nachher geschnitten wird und so weiter, wäre vielleicht auch nochmal lobend zu erwähnen. Videoschnitt, ganz großes Ding. Ja, es ist nicht trivial. Ne? Einfach Kamera draufhalten, könnte man meinen, ist nicht so einfach. Das macht er sehr gut. So, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Wie sieht's aus? Bist du dabei? Ja, ich warte noch, bis ihr euch gemütlich ansetzt, um die gegebenenfalls mit der Kamera noch zu justieren. Dieser Pullover, ne, der rollt sich immer ein. Ein Rollärmelpulli. So, wir sind ready. Also kann ich die Klappe machen? Klappen Sie.